Einfach losspielen, The Witcher, die alte Welt. Wer The Witcher kennt, wird sich in diesem Spiel schnell in Sapkowskis berühmte Welt mit Orten wie Novigrad, Wyzimar, Kaer Morhen und Co. zurechtfinden. Als Hexer erkundet ihr das Land und Städte, erlebt kleine Geschichten und vor allem bekämpft Monster. Auch wenn das Spiel auf den ersten Blick komplex wirken mag, ist es eigentlich schnell gelernt. Damit ihr es schnellstmöglich einfach losspielen könnt, habe ich versucht, eine möglichst kompakte und verständliche Anleitung zusammenzustellen. Lasst mich am Schluss wissen, ob das Video euch weitergeholfen hat. The Witcher samt Erweiterungen und zig weitere Brettspiele findet ihr übrigens bei der Spieleoffensive. Wenn ihr euch dort ein Spiel raussucht, bekomme ich eine kleine Provision ohne Aufpreis für euch. Jetzt bauen wir erstmal auf. Die beiden gemischten Stapel der Stadt- und Wildniserkundungskarten brauchen wir hier. Daneben kommt der Stapel der Ereigniskarten. Diesen dürft ihr nicht mischen. Die Karten für die Tränke kommen hier neben das Spielbrett. Spielt ihr zu zweit oder zu dritt, nehmt ihr von den Attribut-Trophäenkarten je eine pro Attribut, also je eine für Kampf, Verteidigung, Alchemie und Spezialisierung, und legt sie als Stapel hier ab. Alle übrigen lasst ihr aus dem Spiel. Seid ihr zu viert oder fünft, braucht ihr alle 8 Karten. Passt bei den Hexerkarten gut auf. Sie haben alle die gleiche Rückseite. Starthexerkarten erkennt ihr an dem kleinen Zeichen oben rechts. Jeder Spieler bekommt davon je 10 Stück. Wir werden sie später brauchen. Alle Hexerkarten, die kein Symbol einer Hexerschule haben, mischt ihr ordentlich durch und zieht dann so lange Karten vom Stapel, bis ihr 3 mit Kosten 0 habt. Legt sie offen aus, mischt gegebenenfalls übrige wieder in den Stapel und zieht dann nochmal 3 Karten und legt sie unabhängig ihrer Kosten auf die übrigen 3 Plätze. Sortiert die Ortsblättchen nach Wald, Gebirge und Wasser, bildet daraus Stapel, zieht jeweils ein zufälliges Blättchen und legt es offen auf die passende Position auf dem Spielbrett. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Dann gibt es noch Monsterkarten und dazugehörige Monsterblättchen. Sortiert sie nach Rang und bildet aus den Blättchen verdeckte Stapel. Die Monsterkarten legt ihr passend zu den 3 Stapeln. Seid ihr zu dritt oder mehr, zieht ihr vom 1er-Stapel 3 Blättchen. Die Ortsblättchen zeigen jeweils einen bestimmten Ort auf dem Spielfeld an. Legt die 3 Monsterblättchen noch verdeckt auf die entsprechenden Orte. Seid ihr nur zu zweit, zieht ihr statt 3 Rang 1 Monster nur 2 vom ersten Rang und ein drittes Blättchen vom Rang 2 Stapel. Den Rest macht ihr wie eben gezeigt. Deckt dann die Monsterblättchen auf dem Spielfeld auf und sucht die 3 zugehörigen Monsterkarten raus und legt sie zu den Ortsblättchen. Damit wisst ihr, welches Monster sich wo befindet. Für die Monster braucht ihr jetzt noch den gemischten Stapel von Angriffskarten. Bildet einen Vorrat von Münzen. Sie haben übrigens unabhängig der Farbe alle denselben Wert. Und dann legt ihr euch noch die Pokerwürfel und ebenso das Taverne-Geschlossen-Blättchen in greifbare Nähe. Dann ist der allgemeine Aufbau abgeschlossen. Jeder Spieler wählt ein Charaktertableau und nimmt sich die dazu passende Komponenten. Eure Hexerfigur mit farbiger Basis kommt auf den Ort eurer Hexerschule auf dem Spielplan. Als nächstes Medaillon-Trophäenkarten, den eigenen gemischten Start-Hexerkartenstapel, also die Karten mit dem zum Tableau passenden Symbol oben rechts, 5 Holzwürfel, einen Schildmarker, den Siegmarker und 2 Übersichtskarten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch einen anderen Namen geben. Goldmünzen und Handkarten nimmt sich jeder Spieler einzeln gemäß dieser Tabelle. Seid ihr mehr als 3 Spieler, bildet ihr einen zweiten Stapel aus Rang 1 Monsterblättchen. Zu viert besteht der zweite Stapel aus einem, zu fünft aus 2 Blättchen. So habt ihr nicht allzu früh mit zu harten Gegnern zu kämpfen. Ab 4 Spieler dürft ihr zu Beginn eines eurer 4 Attribute um 1 erhöhen. Spielverlauf. Jetzt seid ihr bereit, loszuspielen. Aber wie läuft das eigentlich? The Witcher, die alte Welt, wird Zug für Zug gespielt, bis der Erste seinen 5. Siegpunkt durch einen Kampf errungen hat. Die einzelnen Züge bestehen aus 3 Phasen. Grob zusammengefasst: In der ersten Phase bewegt ihr euren Hexer mithilfe eurer Handkarten. Wenn ihr an einem Ort ankommt, dürft ihr Ortsaktionen spielen, die immer unterhalb der Ortschaft abgebildet sind. Zusätzlich könnt ihr zum Beispiel auch Quests verfolgen. In der zweiten Phase könnt ihr Orte erkunden oder auch kämpfen gegen Monster oder andere Hexer. Die dritte Phase bringt euch neue Hexerkarten, mit denen ihr euer Deck zum Beispiel für Kämpfe verbessern könnt. Auf eurem Tableau könnt ihr hochleveln, was euch in Kämpfen zugutekommt. Wir gehen jetzt alles Schritt für Schritt im Detail durch, damit ihr danach einfach losspielen könnt. Die Handkarten sind multifunktional. Wir werden sie auch später nochmal beim Kampf brauchen. In der ersten Phase, wo wir uns bewegen dürfen, interessiert uns erstmal nur das Geländesymbol unten.
Ihr dürft euch mit einer Karte an verbundene Orte bewegen, wenn ihr das passende Geländesymbol auf einer Karte habt. Legt dann die Karte auf euren Ablagestapel und bewegt euren Hexer zu dem Ort, wo ihr daraufhin die Ortsaktion spielen dürft. Aber nicht müsst. Das dürft ihr so oft machen, wie ihr passende Handkarten habt. Umgekehrt müsst ihr es aber auch nicht. Ihr dürftet auch ohne Bewegung einen Zug spielen, könnt dann aber keine Ortsaktion durchführen. Wollt ihr die Ortsaktion von dem Ort spielen, an dem ihr zu Beginn eures Zuges steht, müsst ihr einmal weg und wieder hinreisen. Habt ihr für einen benachbarten Zielort keine passende Karte, dürft ihr entweder 2 andere Karten verwenden oder eine Karte verwenden und eine Münze bezahlen. Jede Ortsaktion dürft ihr pro Spielzug nur ein einziges Mal spielen. Würfelpoker bietet euch die Chance, euer Geld zu vermehren oder es zu verlieren. Wenn ihr es als Ortsaktion spielt, messt ihr euch mit der örtlichen Bevölkerung. Ihr werft eine Münze in den Topf. Aus der allgemeinen Auslage kommen noch 2 weitere Münzen. Das ist also der Wetteinsatz. Ihr würfelt zuerst, dann ein Mitspieler für die Bevölkerung. Zuerst dürfen die Ortsansässigen in Form des Mitspielers so viele Würfel wie sie wollen nochmal werfen. Das dürft ihr dann ebenso, auch wenn der Mitspieler nicht nochmal gewürfelt hat. Dann steht das Ergebnis fest und wer gewinnt, kriegt natürlich das Geld aus dem Topf. Hier bzw. in der Anleitung oder auf eurem Übersichtsblatt habt ihr eine Übersicht, wie stark die Konstellationen sind. Wie im echten Poker gewinnt bei einer gleichen Konstellation natürlich derjenige, der die höheren Zahlen hat. Ortsaktionen wie diese beziehen sich auf eure Attribute auf eurem Tableau. Diese Aktion gibt es für alle 4 Attribute. Beachtet dabei das kleiner Gleichzeichen. Nur wenn beispielsweise hier euer Kampfwert höchstens eurer Hexerstufe entspricht, dürft ihr euren Würfel um einen Schritt höher setzen. In diesem Fall dürft ihr eure Verteidigung nicht verbessern, weil sie schon höher steht als eure Hexerstufe. Wenn ihr bei einem Attribut oder beim Hexerlevel aufsteigt, bekommt ihr teilweise sofort eine Belohnung. Das erkennt ihr an den Pfeilen zwischen den Stufen. Bei der Verteidigung dürft ihr euer Schild auf das neue Maximum stellen, also der aktuellen Höhe eures Verteidigungswerts. Das Schild kann nie höher stehen. Im Laufe von Kämpfen wird der Schildmarker hoch und runter wandern. Je höher euer Verteidigungswert, desto höher euer Schildlimit. Bei der Alchemie dürft ihr pro Aufstieg einen Trank nehmen. Ihr dürft höchstens 4 besitzen und müsst zur Not einen abwerfen. Wenn ihr bei der Hexerstufe aufsteigt, dürft ihr eine bzw. 2 Karten vom Deck in die Hand nehmen. Die Hexerstufe steigt dann an, wenn ihr mit allen Attributen einen neuen Mindestwert erreicht habt. Die Hexerstufe sinkt nie ab. Auch nicht, wenn ihr beispielsweise in Kämpfen die Verteidigung runtersetzen müsst. Habt ihr mit einem Attribut die höchste, also 5. Stufe erreicht, kann es unter keinen Bedingungen mehr abfallen. Der Würfel ist dort in Stein gemeißelt. Diese Ortsaktion findet ihr an Hexerschulen, also auch bei eurer eigenen, wo ihr zu Beginn gestartet habt. Hier könnt ihr euch Verbesserungen eurer Attribute kaufen. Das letzte Symbol ist eure Spezialisierung, eure individuelle Charakterfähigkeit, die ihr rechts auf einem Tableau erklärt findet. Die Spezialisierung dürft ihr nur an eurer eigenen Hexerschule verbessern. Alle anderen Attribute könnt ihr überall optimieren. Die Kosten richten sich nach der Stufe, auf die ihr mit der Verbesserung aufsteigt. Eine Kampfverbesserung würde hier 2 Münzen kosten, die Verteidigung 3, die Alchemie 2 und die Spezialisierung 3. Denkt dran, dass ihr nur eine Ortsaktion pro Bewegung spielen dürft und dieselbe Ortsaktion auch nur einmal pro Zug. Daher könnt ihr nur ein Attribut um einen Schritt verbessern. Wofür die verschiedenen Attribute genau da sind, erkläre ich später, wo wir sie hauptsächlich brauchen werden, im Kampf. Hier dürft ihr euch eine Trankkarte nehmen und offen in euren Spielerbereich legen. Denkt auch hier immer an das Limit von 4 Tränken. Die Ikonografie ist recht eindeutig. Verbrennt eine Handkarte oder legt sie in die Schachtel. Wenn ihr das tut, zieht eine neue offene Karte aus der Auslage. Dabei müsst ihr die Kosten beachten. Unten links auf den Hexerkarten seht ihr immer die Kosten bzw. den Wert einer Karte. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Bei der Aktion gerade müsst ihr nur darauf achten, dass die Karte, die ihr aus der Auslage zieht, maximal 1 mehr oder 1 weniger als die Karte wert ist, die ihr gerade aus dem Spiel geworfen habt. Die neue Karte nehmt ihr direkt auf die Hand, schiebt die Auslage auf und zieht nach. Auch hier verbrennt ihr Karten. Diesmal allerdings 2 Stück von der Auslage und schiebt dann die Karten auf und legt neue aus. Falls ihr gerade komplett pleite seid, dürft ihr euch eine Münze nehmen. Ihr müsst bei doppelten Ortsaktionen übrigens nie beide Teile spielen. Alles an Ortsaktionen ist freiwillig. So auch hier bei der letzten. Ihr erhaltet schon mal eine Münze. Und dann kommt ein Mechanismus ins Spiel, den ich an der Stelle gleich mal erkläre. Ihr hört von einem Gerücht, bekommt also vage Informationen über ein Monster, denen ihr nachgehen solltet.
Ihr nehmt also ein Ortsblättchen eurer Wahl, also zu einem der 3 Monster, und legt dann eine Münze aus dem Vorrat darauf. Das Ortsblättchen gibt einen Ort an, wo ihr das Gerücht überprüfen könnt. Sobald ihr den Ort betretet, dürft ihr die Münze für euch nehmen. Das Gerücht wurde dann zu einer handfesten Spur. Eine Spur ist ein Ortsblättchen, das euch im Kampf gegen ein Monster den ersten Angriff verleiht. Schließlich habt ihr genug über das Monster erfahren, dass ihr ganz genau wisst, wo es sich in der Gegend befindet und ihm sozusagen auflauern könnt. Andernfalls, wenn ihr keine Spur habt, wisst ihr zwar grob, wo es ist, aber irrt dann umher, bis es euch von hinten überrascht. Wenn ihr die Videospiele kennt, könnt ihr es euch leicht vorstellen. Das ist die Logik der Spuren. Wenn ihr euch an einer anderen Stelle eine beliebige Spur nehmen dürft, müsst ihr nicht erst einem Gerücht nachjagen, sondern habt automatisch den ersten Schlag, aber eben auch keine Münze verdient. Es bringt euch nichts, mehr als eine Spur für eine Gebietsart zu haben. Ihr könnt im Kampf nur einen ersten Schlag haben und wenn das Monster besiegt ist, werden alle Spuren mit dem Monster verschwinden. Alle Spieler müssen dann also ihre Ortsblättchen für Spuren und Gerüchte in den Vorrat geben. Das waren alle Ortsaktionen. In der ersten Phase könnt ihr zudem noch Würfelpoker gegen andere Hexer, also Mitspieler, spielen, wenn ihr sie an einem Ort antrefft, nachdem ihr euch dorthin bewegt habt. Sofern der herausgeforderte Hexer mindestens eine Münze hat, muss er mitspielen und kann sich nicht weigern. Pro Zug dürft ihr gegen denselben Hexer höchstens einmal spielen. Der Münzeinsatz ist pro Hexer eine Münze. Dazu kommt noch eine Münze aus dem allgemeinen Vorrat. Dann spielt ihr, wie zuvor beschrieben. Hexer, die in der ersten Phase miteinander Poker gespielt haben, dürfen in der zweiten Phase desselben Zugs nicht gegeneinander kämpfen. Neben Ortsaktion und Poker könnt ihr in der ersten Phase auch Quests verfolgen, die ihr zuvor in einer Phase 2 erhalten habt. Mehr dazu gleich. Bleibt ihr an einem Ort stehen, wollt oder könnt nicht mehr weiter und habt erstmal auch sonst nichts mehr zu tun, geht ihr über zu Phase 2. Die zweite Phase eines Zuges ist die erklärungsbedürftigste, vor allem, weil sie neben Erkundung und Meditation auch den Kampf enthält. Anders als in Phase 1 müsst ihr euch in der zweiten Phase für genau eine von den 3 Optionen entscheiden. Bleiben wir erstmal bei der Erkundung. Egal an welchem Ort ihr jetzt mit eurem Hexer steht, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Ortschaft selbst oder das Umland erkundet. Je nachdem zieht ihr entweder eine Karte vom Stadterkundungsstapel oder vom Wildnisstapel. Diese Karten, gepaart mit den Quests, sind mit das Story-Kernstück des Spiels. Hiermit erlebt ihr kleinere Situationen oder auch fortlaufende Geschichten in Form von Quests. Ich zeige extra so wenig wie möglich Beispiele. Grundsätzlich müsst ihr euch immer entscheiden, wie ihr mit einer Situation umgeht und habt dabei immer 2 Möglichkeiten. Ihr solltet weder Erkundungs- noch Ereigniskarten selbst ziehen, sondern einen Mitspieler, der sie euch mitsamt den beiden Entscheidungsmöglichkeiten vorliest. Er sollte dabei eure Münzen im Blick haben. Manche Entscheidungen ziehen nämlich die Konsequenz nach sich, dass ihr Geld verliert. Diese Option steht euch nicht frei, wenn ihr nicht das nötige Geld für die Konsequenz habt. Manche Erkundungskarten sind der Beginn einer Quest. Meistens sollt ihr euch dann zu einem bestimmten Ort begeben, um die Quest zu starten. Kommt ihr in Phase 1 zu so einem Ort, schaut ihr auf der Erkundungskarte, welche Ereigniskarte ihr ziehen sollt. Damit beginnt dann eine kleine Geschichte, bei der ihr einfach den Anweisungen folgt bzw. Entscheidungen fällt. Mehr will ich dazu nicht verraten. Meditation lässt euch auf der Siegleiste höher steigen und bringt euch Trophäen, also Dauervorteile. Um meditieren zu können, müsst ihr mit mindestens einem Attribut Stufe 5 erreicht haben. Ihr könnt dann in Bezug auf eines dieser Stufe 5 Attribute meditieren, indem ihr euch die dazugehörige Attribut-Trophäenkarte nehmt. Gibt es sie nicht mehr oder habt ihr sie bereits, könnt ihr dazu nicht meditieren. Die Trophäenkarte nehmt ihr also und schiebt sie, nachdem ihr sie gelesen habt, unten unter euer Tableau. Sichtbar sollte der untere Teil bleiben, der euch Dauervorteile zeigt, die ihr ab jetzt habt. Im Laufe des Spiels werdet ihr vor allem durch Kämpfe weitere Trophäen einheimsen, die euch allesamt dienlich sind. Eine Meditation bringt euch einen Schritt höher auf der Siegleiste. Ihr könnt durch Meditation nicht auf das höchste Feld gelangen. Dieser Schritt muss durch einen Kampf geschehen. Meditiert ihr auf dem 4. Feld, lasst ihr den Schritt auf der Siegleiste einfach weg. Wenn ihr auf der Siegleiste aufsteigt, achtet auf das Symbol zwischen den Schritten. Das bedeutet, dass ihr Erschöpfung erleidet. Je nachdem, auf welche Stufe ihr hier aufsteigt, müsst ihr bis zu 3 Karten aus eurem gesamten Deck auswählen, die ihr aus dem Spiel schmeißt. Kampf. Der Kampf ist das Herzstück von The Witcher, die alte Welt und ist gleichzeitig auch am erklärungsbedürftigsten. Es gibt 2 Arten von Kämpfen. Duelle zwischen Hexern und das Bekämpfen von Monstern. Beide laufen sehr ähnlich ab, haben aber ihre Unterschiede. Um einen Kampf gegen einen Hexer oder ein Monster zu beginnen, muss man erstmal am selben Ort sein.
Im Hexerkampf beginnt der Angreifer zuerst und der Verteidiger kann sich nicht weigern, am Kampf teilzunehmen. Unbeteiligte Spieler können Wetten, genauer gesagt eine Münze, auf ihrem Tableau platzieren. Wenn sie am Ende richtig getippt haben, bekommen sie ihren Einsatz zurück und so viele Münzen aus dem Vorrat wie der Gewinner, nämlich gemäß der Position des Verlierers auf der Siegleiste. Lagen sie falsch, müssen sie ihre Münzen natürlich abgeben in den Vorrat. Ob als Angreifer oder Verteidiger, beginnt ein Kampf erstmal mit den Handkarten. Aus dem restlichen gesamten Deck macht ihr ein gut gemischtes Lebenspunkte-Deck. Ein Monster hat das ebenso gut gemischte Monster-Lebenspunkte-Deck, von dem ihr so viele Karten zieht, wie das Monster stark ist. Ihr holt euch also die Monsterkarte her, lest sie und erkennt erstmal, dass es eine fiese Fähigkeit hat, die euch entweder sofort schadet oder euch über den Kampf hinweg schwächer dastehen lässt. Hier hat das Monster beispielsweise Stärke 10 und hier 18. Und so viele Deckkarten bekommt das Monster, die ihr logischerweise nicht ansehen dürft. Habt ihr eine Spur, also ein Ortsblättchen ohne Münze drauf und nicht an eine Quest gebunden, dürft ihr den ersten Angriff machen. Ansonsten beginnt das Monster, indem ein Mitspieler ansagt, ob es eine Sturm- oder Beißattacke sein wird und dann eine Karte vom Monsterdeck zieht. Oben seht ihr immer die Sturmattacke und unten den Beißangriff. Jede Klinge beim Angriff des einen führt dazu, dass der angegriffene Karten von seinem Deck auf den Ablagestapel legt. Als Hexer habt ihr noch den Puffer eures Schildwertes. Hier greift ein Monster mit 5 Punkten an, euer Schild rutscht 3 bis an den Boden und so müsst ihr noch 2 Karten vom Deck auf den Ablagestapel legen. Ist das Deck aufgebraucht, müsst ihr Handkarten weglegen. Und sind diese dann weg, seid ihr besiegt. Das Monster hingegen hat nur sein Deck. Greift ihr an, werden also einfach Deckkarten direkt auf seinen Ablagestapel geworfen. Ist sein Deck aufgebraucht, ist es tot und damit besiegt. Das hört sich an, als sei es leicht. Doch die Attacken können sehr schwerwiegend sein, sind teilweise abhängig von euren Attributen und können sie sogar dauerhaft schwächen. Ihr hingegen habt Verschiedenes, was ihr entgegensetzen könnt. Das wären einerseits eure Spezialfähigkeit und gegebenenfalls Trophäen. Bei beidem beachtet ihr einfach das, was dort geschrieben steht und hofft, dass es euch im Kampf hilft. Andererseits habt ihr Tränke. Von den Tränken dürft ihr im Laufe des gesamten Kampfes so viele verwenden, wie eure Alchemiestufe hoch ist. Damit ihr nicht zu viele trinkt, werft ihr die aufgebrauchten erst nach dem Kampf ab und legt sie bis dahin erstmal quer. Die Tränke dürft ihr im Kampf jederzeit einsetzen, also auch zusätzlich zu euren regulären Angriffen, zu denen ich jetzt endlich komme. Ein Angriff kann aus einer oder auch aus mehreren Handkarten bestehen. Wie schon gesagt, die Klingensymbole sind das, was beim Gegner jeweils einen Schaden macht. Zu den anderen Symbolen komme ich im Anschluss. Fangen wir also mal mit dieser Karte an. Zuerst einmal zählt, was auf dem großen Farbbalken, hier in Blau, abgebildet ist. Mit dieser Karte könnte man dem Gegner jetzt schon einen Lebenspunkt, also eine Karte von seinem Deck nehmen. Wir können aber auch versuchen, weitere Karten mit dieser hier zu kombinieren. Dafür schauen wir auf die kleine farbige Fläche, Verkettung genannt. Wenn wir jetzt eine Karte mit gelbem Farbbalken hätten, würden die Symbole auf der Verkettung aktiviert. Jetzt haben wir schon 3 aktive Angriffspunkte und zudem einen Effekt, den wir nach dem Kampfzug abhandeln. Hätten wir jetzt noch eine Karte mit grünem oder rotem Farbbalken, könnten wir weitere Verkettungen aktivieren und dem Gegner mittlerweile 4 Schaden zufügen. Mit dieser roten Karte wird die Combo extrem tödlich, denn jetzt schlagen wir mit 7 Klingensymbolen zu. Weil der rote Farbbalken keine Verkettung mehr hat, können wir auch keine weitere Karte anlegen. Der Gegner, in unserem Fall das Monster, muss jetzt die 7 Schaden einstecken. Wie gesagt, hat es kein Schild wie Hexer, sondern nur seine Deckkarten. Allerdings hat es eine Spezialfähigkeit, die den Schaden aus unserem Beispiel um 1 senkt. Jetzt handeln wir die weiteren Symbole der Combo ab. Dieses Symbol bedeutet, dass ihr die oberste Karte vom Ablagestapel in die Hand nehmen dürft. Die Karten der Combo von eben werden noch nicht dazu gerechnet. Das andere Symbol ist ein Nachteil. Nach einem Kampf zieht ihr normalerweise so viele Handkarten vom Deck, wie eure Kampfstufe angibt. Rot dürfte sich eigentlich 3 neue Handkarten ziehen. Das Symbol seiner Combo besagt aber, dass er eine weniger als üblich nehmen muss. Das Handkartenlimit der Hexerkarten liegt grundsätzlich bei 7. Wenn ihr nach einem Kampfzug nachzieht und dabei 7 Stück erreicht, dürft ihr nicht mehr weiterziehen. Weil Rot alle Symbole der Combo abgehandelt hat, darf es sich jetzt die 2 Karten ziehen und legt die gespielten Combo-Karten auf den Ablagestapel. Daraufhin folgt wieder ein Angriff des Monsters. Der Mitspieler wählt wieder den Beißangriff. Diesmal besonders bitter, denn jetzt muss Rot seine Kampfstufe senken.
Außerdem verliert der Spieler 2 Karten von seinem Deck, denn das Monster ist Rang 3, macht daher 2 Schaden und Rot hat keine Schildpunkte, um den Angriff abzufedern. Rot holt zum nächsten Schlag aus. Doch diese Karte macht gar keinen Schaden. Würde Rot nur diese Karte spielen, wird sie sofort abgehandelt und der Gegner fährt mit dem nächsten Angriff fort. Der Spieler hat aber noch eine weitere Karte und so wird dieser Effekt aktiviert. Karten mit so einem Symbol dürfen, nachdem sie im Kampfzug gespielt wurden, wieder zurück auf die Hand, statt wie die restlichen auf den Ablagestapel. Das Schildsymbol hat den Effekt, dass der Schildmarker um 1 höher gesetzt wird, allerdings höchstens so hoch wie eure aktuelle Verteidigungsstufe. So geht es mit den Angriffen hin und her, bis einer weint, also tot oder kampfunfähig ist. Ein Kampf kann auf 2 bis 3 verschiedene Weisen enden. Hexer verlieren immer dadurch, dass der Reihe nach erst ihr Schildwert, ihr Deck und dann ihre Handkarten aufgebraucht werden. Von Monstern muss wie gesagt einfach das Deck weggeschlagen werden. Doch es gibt einen speziellen Fall. Man behalte dafür im Hinterkopf, dass die eigenen Karten gleichzeitig die Lebenspunkte sind. Verbraucht man seine letzte Karte, also seinen letzten Rest Leben in seinem Kampfzug, gilt man als ausgenockt. Man liegt kraftlos am Boden. Hat das Monster in dem Moment selbst nur noch eine Karte oder sogar gar keine mehr, weil es seine letzte Karte für einen Angriff aufgewendet hat, den ihr nicht erwidern konntet, dann macht sich das Monster aus dem Staub, wird also vertrieben. Aber der Reihe nach. Habt ihr ein Monster besiegt, nehmt ihr die Monsterkarte, lest den Text durch und schiebt sie als Trophäe unter euer Tableau, wo sie euch jetzt als Dauervorteil dient. Nehmt euch 2 Münzen, rückt euren Siegmarker auf der Siegleiste um 1 höher. Damit geht, wie vorher gesagt, einher, dass ihr Erschöpfung erleidet. In diesem Fall 2 Karten aus dem Deck entfernen. Entsorgt das Monsterblättchen und das dazugehörige Ortsblättchen vom Spielfeld und mischt es wieder unter seinesgleichen. Dann zieht ein neues, zufälliges Monsterblättchen vom nächsthöheren Rang, dazu die passende Monsterkarte und ein neues Ortsblättchen, das angibt, wo sich das neue Monster befindet. Wenn ihr 4 oder 5 Spieler seid und gerade einen Rang 1 Monster besiegt habt, zieht ihr erst noch vom zweiten Rang 1 Stapel. Habt ihr einen Rang 3 Monster besiegt, zieht ihr ein neues vom gleichen Rang. Wenn ein Monster besiegt oder vertrieben wurde, werden von allen Spielern alle dazugehörigen Spuren und Gerüchte beseitigt und wieder zurück in den Vorrat gelegt. Es bleiben nur Ortsblättchen liegen, die zu einer Quest gehören. Wenn ihr ein Monster vertrieben habt, mischt ihr das Monster und Ortsblättchen und die Monsterkarte wieder zum Rest und bereitet ein neues Monster vor, allerdings in diesem Fall vom gleichen Rang. Dann nehmt euch 2 Gold. Als kleinen Trostpreis nehmt ihr euch noch eine Karte mit Kosten 0 aus der Auslage und legt sie direkt auf euren Ablagestapel. Hier sei generell angemerkt, immer wenn ihr Karten zu einem bestimmten Preis, so wie hier aus der Auslage nehmen dürft oder sollt, ignoriert die Modifikatoren. Habt ihr den Kampf gegen ein Monster verloren, nehmt ihr euch ein verdecktes Ortsblättchen als neue Spur. Schließlich habt ihr durch den Kampf über das Monster dazugelernt und könnt deshalb beim Wiedersehen zuerst zuschlagen. Holt euch auch hier eine Karte mit Kosten 0 von der Auslage auf euren Ablagestapel. Denkt hier aber dran, dass ihr euch in der dritten Phase eures Zuges eine Karte weniger vom Deck ziehen dürft. Wenn ein Hexer gegen einen anderen Hexer kämpft, gibt es kein Unentschieden. Gewinnt der aktive Spieler, nimmt er sich vom Verlierer eine verdeckte Medaillon-Trophäe. Das sind die Karten in Spielerfarben oberhalb unter dem Tableau. Lest sie der Runde vor und schiebt sie dann unterhalb eures Tableaus, wo die Trophäen hingehören. Auch sie dient euch jetzt als Dauervorteil. Rückt euren Siegmarker ein Feld hoch und erleidet Erschöpfung, wie vorhin erklärt. Zuletzt nehmt euch Münzen gemäß der Position des Verlierers auf der Siegleiste. In diesem Fall 2. Wurdet ihr als Mitspieler angegriffen und habt den Kampf verloren, holt euch eine Nullerkarte aus der Auslage in eure Ablage und zieht 3 Karten von eurem Deck, damit ihr für euren eigenen Zug wieder Karten auf der Hand habt. Habt ihr als angegriffener Spieler aber den Kampf gewonnen, nehmt euch Gold gemäß der Position eures Opponenten auf der Siegleiste und zieht euch 4 Karten von eurem Deck in die Hand. Wart ihr der Angreifer, habt jedoch eine Niederlage erlitten, zieht euch aus der Auslage eine Nullerkarte in eure Ablage. Wenn in einem Hexerduell beide in ihrem letzten Kampfzug ihre letzten Karten verbraucht haben und den Gegner gerade so auf 0 Lebenspunkte bringen, liegen quasi beide kraftlos am Boden. Hier gilt aber derjenige als Gewinner, der letztendlich zum 0:0 geführt hat. Allgemein nach einem Kampf, ob gewonnen oder nicht, ob gegen Hexer oder Monster, ob als aktiver Spieler oder als Angegriffener, erhöht ihr danach immer euren Schildwert auf das Maximum. Mischt aus all euren Hexerkarten ein neues Deck. Und war es ein Kampf gegen ein Monster, mischt ihr alle Monsterkarten wieder in den Stapel.
Wer als unbeteiligter Mitspieler auf das Hexerduell eine Münze gesetzt hat, handelt nach dem Kampf seine Wette ab. Ist ein Kampf unter Hexern beendet, wird an den Ort des Kampfes das Blättchen Taverne geschlossen gelegt. Es signalisiert, dass an diesem Ort erstmal keine Hexerkämpfe angezettelt werden dürfen. Es wird erst dann weggenommen, wenn woanders ein neues Hexerduell stattfindet. Der aktive Spieler geht nach dem Kampf über zu Phase 3, zu der wir jetzt auch kommen. Die dritte Phase gilt nach den Reise- und Kampfstrapazen als Erholung für unseren Hexer. Habt ihr nutzlose Handkarten, dürft ihr so viel ihr wollt davon auf den Ablagestapel werfen. Am Ende des Schritts solltet ihr 3 Karten in der Hand haben. Zieht also zur Not nach. Geht dabei euer Deck alle, mischt den Ablagestapel und macht ihn zum neuen Deck. Als nächstes kauft ihr genau eine Hexerkarte aus der offenen Auslage. Ihr bezahlt mit so vielen Handkarten, die ihr auf euren Ablagestapel schmeißt, wie auf den Karten und der Modifikator darunter angezeigt ist. Die hier kostet also all eure 3 Handkarten. Diese kostet eine. Und die hier ganz rechts dürft ihr in die Hand nehmen, ohne eine Handkarte auf euren Ablagestapel zu werfen. Besser als kostenlos wird's nicht. Eine Nullerkarte auf dem rechtesten Feld bringt euch also keine zusätzliche Handkarte. Außer in diesem Schritt in Phase 3 ignoriert ihr die Kostenmodifikatoren. Jedes Mal, wenn ihr Karten aus der Auslage zieht, schiebt ihr die Lücken auf und füllt nach. Damit ist euer Zug beendet und der nächste Spieler beginnt in Phase 1. Eine kleine grobe Hilfestellung zu den Phasen bietet übrigens die Spielbretteinteilung. Phase 1 findet hauptsächlich auf dem großen Spielfeld statt. Phase 2 hat mit Kampf-, Erkundungs- und Ereigniskarten zu tun und in Phase 3 zieht ihr euch Karten aus der Auslage. Sobald ein Spieler es durch einen Kampf schafft, das oberste Siegfeld zu betreten, gewinnt er und das Spiel ist beendet. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob euch die Anleitung weitergeholfen hat. The Witcher, die alte Welt und so ziemlich jedes andere Brettspiel findet ihr bei der Spieleoffensive. Da könnt ihr sogar Spiele ausleihen und erstmal Probe spielen. In der Beschreibung findet ihr meinen Provisionslink dorthin. So habt ihr eine riesige Auswahl und könnt gleichzeitig sogar noch meine Arbeit unterstützen. Damit sind wir am Ende, jetzt viel Spaß beim Spielen!